Freunde, da seid ihr ja wieder. Ich muss sagen, das Spiel hat sehr viele Wiederholungen und auch sehr viel Backtracking, aber es geht immer noch weiter. Ah, da ist er ja wieder. Ja, ich bin es, der Fehlerteufel. Ich wollte nur mal klarstellen, dass ich hier mit ihrem Scheiß überhaupt nichts zu tun hatte. Aber sie beschuldigen mich jedes Mal, dass ich hier ihre Sache manipuliere. Ja, glauben Sie etwa, ich bin das schuld? Zack, wieder von der Zahl erschlagen. Oh, und diesmal nur einmal gestorben. Aber gut, ich bin ja auch diesmal sehr viel weggerannt. Aber ich glaube, wir haben nichts verpasst. War ja dann doch ganz langweilig, immer dieselben Gegner zu verprügeln. Und da ich jetzt schon wieder ein paar Erinnerungen gefunden habe, denke ich mal, dass wir gleich den großen Titan wieder treffen. Und danach werden wir wahrscheinlich wieder einen Typen aus einem Seich rausziehen. Mit wahrscheinlich derselben Animation wie sonst. Aber naja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Wir auch mal einen schickeren Hut bekommen. Das wäre auch mal cool, ey. Immer dieselben Klamotten. Und warum haben wir das jetzt gemacht? Also, eigentlich geht's ja da unten weiter, ne? Ja gut, ne? Hier war ja diese Erinnerung, ne? Und da ist noch einer. Oder ein Brief? Ne, ein Brief. Hat er ja. Ah, der im Sinne blockiert. Da scheint es weiter zu gehen. Also müssen wir doch darum. Also ist das eigentlich nur, um den Speicherpunkt freizuschalten. Also nochmal da rum. Den dicken Knüppelheini. Wer legt denn hier die Leichen hier mitten auf dem Weg, ey? Ehrlich. Wer macht denn sowas? Das ist ja... Was ist denn da? Ach so, hier kann man aufbrechen. Dann machen wir das doch. Oh, und da brechen wir direkt noch ein paar Typen mit auf. Wie sind hier reingekommen eigentlich? Haben sie die eingemauert? Jetzt aber ziemlich alt aus, das Gemäuer, dafür, dass die hier... Naja, wir hinterfragen das mal nicht. Zack, her damit. Den ganzen Shit. Da oben. Ach, verdrückt. Station. Aufmischen. So. Gucken wir erstmal hier in der Ecke. Hier geht's ja anscheinend weiter. Da war ja auch irgendwie so ein Durchgang, habe ich ja schon gesehen, so eine Abkürzung. Ob man da schneller hinkommt. Ja. Lassen dich in Ruhe. Da kann man auch hoch irgendwie. Ach ja, mit meinem Dash, das vergesse ich immer. Hätte ich mal gerade machen sollen, ne? Oder kann man da hoch? Auf der anderen Seite hätte ich da hochdashen müssen. Ja, dann versuchen wir noch mal einmal kurz. Wollen ja auch alles mitnehmen, ne? Gierig. Außer die Gegner. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein paar überspringen hier. Die nerven wirklich und bringen kaum was. Droppen nicht mehr was Feines. Jetzt bin ich doch falsch abgebogen. Dann diese komische Sackgasse. War das doch. Wo die eingemauerten Jungs waren. Genau, hier war das. So, da hoch. So, dann müssen wir einfach mal da rüber dashen. Ah, das war mal knapp. Und für so eine scheiß Essenz wieder. Ja, wir gehen weg. Geh weg, geh weg. Nix. Nix, dicken Tyrann. Machen wir den platt. Ja, komm, wenn der alleine ist. Wenn jetzt wieder so 10 Spinnen und so, dann nicht. Ich habe aber irgendwas gelesen mit Tag- und Nachtwechsel hier oder was. Also wird dann, soll ja nur ein Tag sein und dann wird dann abends oder was, aber irgendwie ändert sich ja auch nicht die Zeit. Ich bilde mir das nur ein. So, jetzt kann man hier die Tür aufmachen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Dann nicht hier, oder? Ne. Ein Stück weiter war das. Genau, hier war das irgendwo. Da, ne?
Genau hier am Brunnen. Aber der Kugel... Ah, nee, warte, ich hätte jetzt fast was anderes gesagt. Das wollen wir aber hier mal nicht publizieren. Na, komm, Kugelmann. Oh, der Endgegner war viel leichter als wie er. Boah, hat er, ey, echt alles abgezogen. Gibt's doch gar nicht. War so ein Getränk oder mal irgendwie so ein Getränkverstärker oder was. Sowas muss ich mal finden, aber irgendwie gar nicht. Aber die helfen schon richtig krass hier, diese Zeitteile. Ja, komm. Boah, jetzt sterbe ich auch noch beim letzten Hauer da, ey. Ja, komm, dann trinken wir noch mal ein. Ich werde sauber. Zack. Die haben wir aufgemacht, genau. Glüht immer noch. Und jetzt hier haben wir einen Schlüssel dafür? Ne, haben wir gar nicht. Umsonst gemacht alles. Na gut, ich könnte jetzt nochmal zurück in den Aufladen, aber warum? Hier ist ja auch nichts mehr, ne? Hier bestimmt. Ja, das sieht gut aus. Hinten war nichts mehr, ne? Ne, da war mal. Oder? Einmal nochmal in die Seiten gucken. Hier, ach ja, richtig, genau. Orientierungsprobleme hier da. Ah, da ist eine Kiste. Aber jetzt springt mir da bestimmt was an, ne? Ist da einer an der Ecke, ne? Ah, ohne Anspruch hier, Ansprungerei. Hm. Ein Verstärker. Wofür der gut ist. Ich dachte, hier geht's weiter. Auch nicht. Hm. Guck mal doch mal am Kompass. Jetzt zeigt da eine Ecke. Gucken wir doch mal da eine Ecke. Ach, hier durch den Busch. Oh Mann. Ach, hier ist halt. Ja gut, dann laden wir uns nochmal auf. Schon mal hier sind. Moment, ich habe gerade noch gesagt hier Verstärker und so. Ich glaube, das ist sogar so ein Verstärker, ne? Ja, tatsächlich. Oh Mann. Gerade noch vom Teufel gesprochen, dann erscheint er schon. Eine Kiste war ein Trankverstärker. Oh, oh, oh. Oh, Knüppelmann. Ja, ich glaube, die mache ich mal weg. Außerdem habe ich schon wieder so viel Anima, dass ich fast wieder ein Level aufsteigen könnte. Na komm. Aua. Auf den DEUTSCH gekloppt. Mit seinen komischen Säulen. Ah, immer wenn der Finisher machen kann. Ja. Hat die keine Energie mehr, wollte ich sagen. Den Jungen, der hat er gar nicht mitgekriegt, ey. Ich mach den seine ganzen Kameraden kaputt und der schläft da, ey. Toller Roboter Automat. So, mitnehmen hier, ne? Ja, hat sich hier nicht gelohnt. Komische Kugeln da, die verbrauche ich gar nicht. Das sieht doch hier verdächtig aus. Ist da nicht jemand hinter? Ja. Sieht einfach nur verdächtig aus. Ah, hier bin ich hergekommen. Ah, da gibt's doch nicht. So, jetzt gucken wir mal. Ah, das Spiel macht mich echt wahnsinnig. Ihre Verwinkelungen hier. Verwinkelungen. So. Waren wir echt da lang, ey? Ich ja drüber dashen bestimmt, ne? Wollen wir den auch noch hier mitnehmen, den hier Kollegen? Haben wir aus dem Geheimgang noch gekrabbelt, ne? Ja, jetzt kämpfen wir wieder ein bisschen. Ja, schon fast beim Level Up hier. Weiß nicht, glaube ich 2, 1, 5.
Dashen, dashen, dashen. Oh, schon wieder einer. Man merkt, die Musik wird fieser. Ach, mein Freund. Den lassen wir mal. Oh, für 3 Stück. Oder geht die Story weiter, ne? Muss ich die jetzt machen? Wir gehen mal weiter einfach. Ah, eine Abkürzung. Und da kann man die Wand kaputt machen. Weiß man die Abkürzung aufmachen. Wer weiß, wofür wir die brauchen. So. Ah, gehen die wieder zurück. Ja, der kann ruhig da stehen bleiben. Der ist eigentlich peasy easy. Ach. Der kann abhauen. Den wollen wir nicht. Aber der kommt, glaube ich, nicht durch die Tür da, ne? Hat keine Lust. Im geheimen Garten. Na gut, da hinten war jetzt noch so eine Abkürzung, ne? Ich habe jetzt gerade überlegt, ob das hier falsch ist, aber wenn da hinten die Abkürzung war, das ist ja noch... Dann ist hier der richtige Weg. Ach, Modulschlüssel. Mal wieder hoch. Da ist das Hotel. Und hier ist nichts. I'm getting closer to Les Invalides. Here, I should be able to cross the moat easily. Ja, dann gucken wir mal, wie wir da hinkommen. Auch hier sind wir, ja. Kommen, da eine Ecke, ah, da ist was. Oh, da 2 Sachen. So, das ist ein für Waffen verstärken, aber die Waffe, die ich jetzt habe, die ist jetzt schon auf höchste Stufe. Angeblich. Aber kein Erfolg gekriegt dafür. Voll gemein. Oh, ich muss mal trinken. Ja, ne, ich nehm's ein, ja. Zweibeiniges Kotelett. Ein Kombo. Dödelmann. Weg ist er! Der Schweinepriester. So, was haben wir hier? Essenz, natürlich. Essenz, Essenz. Ich bin's, die Essenz. So, jetzt kann man hier im Wasser rein, oder was? Naja, glaube ich nicht. Das hätte irgendwie lassen können, ne? Kann ich da stehen? Ne, da muss man irgendwie ablassen, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie... Oder ich dische da einfach drüber. Schaffe ich das? Ne, das ist zu weit. Oder? Ist das zu weit? Das ist zu weit, oder? Ich traue mich nicht. Anderen Weg gibt es nicht, ne? Kaputt machen die Wand, ne? Rennen tut sie auch nicht irgendwie, oder? Ah, jetzt habe ich heraus, wie man rennt. Es gibt... Ich spiele 20 Stunden. Wie habe ich denn jetzt gemacht? Alles klar. Oh Gott. Zum Glück sieht halt keiner. Ah, jetzt, da hätte ich mir so viel leichter machen können alles. Das ist ja nicht wahr. Ist das... Oh Gott. Oder kam das jetzt dabei? Ich meine, ich hätte dir das schon mal gedrückt, hier den Knopf. Kann nicht sein, ey. Nee, das ist irgendwie dabei gekommen mit einem Patch oder was. Kann ich gar nicht glauben. Behaupte ich jetzt mal einfach. Ich sag jetzt einfach, das ist gestern mit einem Patch dabei gekommen. Oh Gott. Bin ich ein dämliches Schweine... Dreckspillemann.
Typ. Okay. The debt was no longer sustainable, Your Majesty. Your mechanical revolution has changed the face of the kingdom, but the coffers are woefully empty. The debt, Monsieur Necker. This debt that you and your banking friends helped to create for your own benefit, and which is now forcing us to levy new taxes? Will my subjects be able to bear another tax? Yes, Your Majesty, as long as it is distributed fairly. The representatives of the nobility, the clergy, and the Third Estate must come to an agreement. That is why we have convened the Estates General. Tomorrow you are to preside over the opening ceremonies. Your Estates General. Nothing good can come of it. You have roused the spirit of rebellion. All I hear about are their damned cahiers de doléances. My rightful enjoyment is being challenged. The streets of Versailles are teeming with loudmouth fanatics with sacrilegious thoughts. Tell me, Monsieur le Ministre, have you purposely set this army of the unwashed against me? Your Majesty, I have always been your most faithful servant. Beware, Necker. Beware. I have a surprise in store for anyone who dares attack my throne. Da haben wir mal King Louis kennengelernt. Ganz fieser Map anscheinend. Das sieht dann einer Boss-Arena aus. Kommt da jetzt schon wieder der nächste Titan? Aber haben wir jetzt irgendwie einen Speicherpunkt da gehabt? Oh je. Sollen wir ihn uns stellen? Ja, einen weniger. Wenn auch wieder so eine Bananenwurst ist. Ja, komm, wir versuchen mal. Der Schlüsselmeister, wo ist er? Schatzmeister. Mal direkt so einen Trank hier. Weg. Der hat einen großen Schlüssel. Zieht er sich auf, oder was? Macht er jetzt Fieses? Schmeißt Roboter. Komische Gargoyles. Oh, mit der fette Anima hier bei dem, ne? Wird man gleich direkt ein bisschen nervöser. Ach, der mit seinen dicken Schlüssel. Oh, was macht er jetzt? Weg da. Das wollen wir uns gar nicht... Ah, jetzt hat er den aufgeladen, seinen Schlüssel. Jetzt fliegt er damit rum. Versucht er. Das ist ja wohl das Erbärmlichste, was es gibt. Bam. Fliegt der 6 Meter weg, ey. Oh, er zieht sich wieder auf. Was macht er denn jetzt? Raketenrucksack? Hau ab. Ah, Schwertschwinger. Oh, da macht er wieder seinen Tackle. Slam Dunk.
Ja, das war's, mein Freund. Wieder First Kill hier. Das kann doch nicht sein. Suzanne, my dear Suzanne, take my hand, please. Don't let them take me away. No. Oh no, this has to stop. I don't want to be tormented anymore. That is not my intention. I have come to rescue you. Rescue me? But what on earth are you? It is of no importance. What did you see and hear before you regained consciousness? I had frightful visions, rageful wraiths filled with pain and sorrow. And it was cold enough to curdle the blood. Oh, it's impossible to describe. All the rage and anger. I was in another body, I think. So big, so powerful. And there was this commanding voice, ordering me to spread terror and death. Did I really hear it? Or did I momentarily lose my mind? Who are you, monsieur? Don't you know? I'm Jacques Necker, Ministre des Finances. Well, I was before I was captured. But this situation suggests that the king has decided to dismiss me from his service. What does he accuse you of? My alleged connivance with the Third Estate, no doubt. And most of all, for having been the first to ask to convene the Estates General. How and when were you captured? When the machines attacked, my wife and I fled our home to hide not far from there, in the Église Sainte-Marie. But we didn't stand a chance against the machines. They overran the nave, wantonly mowing down the faithful. My wife, my poor wife, she wasn't able to escape. I'm sadly convinced of this. As for me, my life was spared only so I could be tormented. What is the meaning of all this? What will you do now? There is no future for me in this kingdom. I need to find a safe place where I can prepare for my departure as soon as possible. I will take you to the Cordelier convent. You will be safe there. Ich hätte ihn lieber selber gehen lassen sollen. Ja, kommen wir nochmal zum Boss. Also das war ja jetzt wieder eine Lachnummer von sich selber. Eine Abziehfigur. Ein Abziehbild einer Karikatur, wollte ich sagen. Ja, also, ich bitte euch. Da kann nicht sein, dass irgendwie die Trash-Mobs irgendwie leichter sind als wie die Superbosse da oder was. Also ich habe echt immer gedacht, ja, ich muss da ja so 5, 6 Mal dahin rennen, paar Attacken auswendig lernen und ich will noch mal da erwähnen, dass das wirklich auf schwer steht, ne? Also ihr habt ja gesehen, ich habe da Erfolg gekriegt, ne? Und ja, schwer ist auch nicht mehr das schwer, wa? Oder ich bin halt zu gut, das kann natürlich auch sein. À la bonne heure, she's back. Aegis, what a joy and relief to see you again. Monsieur, Welcome to our stronghold. I'm sure that everyone here is aware of the great debt we all owe you. As you can see, the most exhausted among us are growing stronger. While the most determined are already planning our counterattack. I did not expect to see you all together. 4 days ago, the representatives of the Third Estate gathered in a tennis court. They swore not to separate until they had established a constitution for the nation. But that was not the only oath we swore. All the honorable men who were at Versailles, representatives and patriots, members of the Club Breton, secretly swore to meet here if they were dispersed. You, Aegis, have allowed them to gather once again. Though unfortunately many are missing, we still have hope.
Why did you choose to meet in this convent? It was my idea. Voyez-vous, I stay here whenever my obligations bring me to Paris. No other retreat inspires such peace and contemplation. Et puis, truth be told, this building has always felt like a fortress to me. Just look at how thick these walls are. For 2 whole days, the patriots in the quarter consolidated the outer walls to make it an impenetrable citadel. No automat has broken through our defenses yet. Where are the monks, mon père? They are secluded in their quarters, praying for the salvation of the people of Paris. However, we bear no illusions. We are weak, we are divided. And we are unarmed. Without you, without your warrior strength, we have no chance of turning things around. You are sent by heaven above, Aegis. From now on, you may consider the Cordelia Convent your headquarters and a welcome refuge. We must speak, you and I, in private, if you please. Monsieur de Lafayette must not hear a word of what I'm about to tell you. What do you mean? You all seem to be certain that I will use my strengths to serve your cause. Are you forgetting that I have a task to accomplish? Not at all, madame. We all know and support your plan to free Monsieur de Vaucanson. That is why I've taken the time to think of a way for you to get to the Bastille. I am listening. There is a patriot in Paris whose pamphlets have aroused Monsieur de Lafayette's ire. His anger is so strong that the poor man had to disappear to escape arrest. I know that he is secretly hiding in the quarries in Montmartre. A labyrinth he is said to know like the back of his hand. If anyone can help you navigate the obstacles that keep you from the Bastille, it is the elusive Monsieur Marat. Very well. I will go and find him. Monsieur Necker. I owe you my life, madame. So I am embarrassed to ask you for anything more. Do not fear. You have my full attention. Suzanne, my beloved wife. I cannot bring myself to accept her death. Despite all the evidence, I still hope to see her alive again. I need to be sure. Mon Dieu. What have I done to deserve such a fate? Why has the king sworn to destroy me? And all that I hold dear. After everything I've done for him. My abnegation. Why would the king owe you anything? I dedicated my life to the kingdom as his minister. Well, my life and my fortune as well. I refuse to accept any remuneration for my services in order to keep the accounts balanced. And I personally filled the king's coffers with 2.5 million livres from my own private accounts. Bonds in the Caisse d'Escompte, which the king keeps in a tailor-made armoire d'affaires in the Palais des Tuileries. He stores all his secrets there. I'd wager there's enough in there to sully his reputation 100 times over. You must retrieve these bonds post-haste, madame. They must not be used to allow this madman to build more murderous automats. Do I have any chance of opening it? Don't even think about it, madame. Despite your incredible strength, that safe is said to be impenetrable. It was designed precisely to that effect. I personally never had access to it. I suppose that its contents were too unofficial for the honest minister that I always was. Who has the key? The king does, that's for sure. Anyone else? How could I know? His shadow advisors, most likely. Now that I think about it, there's a rumor that has been going round Versailles for a while now. It's said that Monsieur de Mirabeau used to come and go as he pleased at the Tuileries, that he oversaw diplomatic missions for the crown. Not in any official capacity, of course. Who knows? He might know more about this matter than I do. I will ask him. I will look into what happened to your wife. Bless you, madame. Where should I start my investigation? In the Faubourg Saint-Germain, east of Les Invalides. We were separated in the Église Sainte-Marie, on Rue de Bourgogne. I shall be off. You are the only hope of seeing my beloved wife again, and of foiling the plans of the clockwork tyrant. Ja, Panzerschrank kriegen wir auch auf. Unzerstörbar. Jetzt für uns. Monsieur Necker. Madame?
So, ne. Goodbye, Monsieur Necker. Verklickt, ich dachte schon. Ja. Okay. Aegis, a word, s'il vous plaît. Kommen wir mal auf ein Wort hier vorbei. Monsieur Raymond. Aegis, we are very pleased to see you again. It was very unwise of us to leave the Société without such a capable bodyguard as yourself. It is a miracle that we got here safely. See you later, perhaps. Ach, Monsieur Raymond, Go on, Aegis. what do you want to talk to me about? Have you ever heard of the Club de Massiac, Aegis? No, monsieur. It's an association that meets at the Hotel de Massiac, just west of Les Halles. It counts some of the wealthiest plantation owners in the empire. Those from Saint-Domingue and the Petite Santé, our most formidable adversaries. They are waging a war of influence to keep the slave trade going, and resort to the vilest methods to achieve their ends. They worship nothing but money, and their greed is matched only by their cruelty. Regrettably, my interests occasionally require me to suffer their company. 2 months ago, I was in Le Havre to settle some business with the Admiralty, when I overheard a conversation between two planters from Bastère. If they are to be believed, the Club de Massiac is plotting to create sleepless slaves, des esclaves sans sommeil. Those were their exact words. It's hard to say what this could possibly mean, but I fear they plan to administer some foul drug to their slaves to force them to toil day and night, without rest. Our organization will not let these poor souls endure such a hell. Aegis, we must look into this. It is a matter of great urgency. You speak of greed, Monsieur Raymond. But could you enlighten us as to what makes you any different from the planters you condemn? What exactly do you accuse me of, Monsieur de Robespierre? S'il vous plaît, do tell. Do you not also exploit the labor of these poor souls yourself on your indigo plantation? I fight every minute of every day to improve their condition. No one would have the audacity to deny this. If that's the case, then why wait? Free them. You preach abolition, yet you continue to line your pockets at their expense. The truth is, you refuse to upend the established colonial order because your entire fortune depends on it. It's easy to criticize from atop Mount Olympus, Maximilian. You know nothing of the realities of Saint-Domingue. What would happen to all these people if I freed them tomorrow? Without an education, without a livelihood, I would be condemning them to the most abject misery. No. I must act with both compassion and realism. Any reform, revolutionary or not, must be taken step by step, with moderation and prudence. This reform is not so difficult. I've begun it myself at La Belle Gabrielle, my plantation in Guyane. There you will not find slaves, but workers who earn a weekly wage. And my plantation is no less profitable. Ah, yes, profit. Because that's the most important thing. Don't you see, the law of nature gives every man the right to cultivate his own land. Monsieur, calm yourselves. I implore you. Now is no time to quarrel. What Monsieur Raymond has related to us is extremely worrying. We must find out more about this plot to create sleepless slaves as quickly as possible. Aegis, you are the only one who stands a chance of making it to the Hôtel de Massiac alive. oh Mann, haben Sklaven, aber auch Roboter. Warum nehmen sie nicht hier Roboter? Und lassen sie für sich arbeiten. Ist ja wieder eine Logik hier. Ich glaube, wenn es die wirklich gegeben hätte, dann wäre das auch gar nicht so gewesen. So, wo sind wir überhaupt hier? Wo müssen wir hin? Was machen wir hier? 14 Ziffern. Steck finden. So, alles weit weg. Wieder zurückgehen, ne? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen da gucken. Da war ja auch noch eine Quest gewesen, ne? Aber ich glaube, wir machen hier erstmal Schluss.